Ich bin vor 2 Tagen aus England zurückgekommen und ich bin irgendwie braun geworden. Sieht jetzt nicht so toll, aber ich bin draufgekommen, dass ich jedes Mal, wo ich halt nach England gefahren bin, eigentlich nur einen einfachen Rucksack mitgehabt habe und halt alle meine Essentials quasi da reingepackt habe. Ich habe irgendwie bis jetzt viel gelernt über so mit Handgepäckreisen und ich habe mir gedacht, es gibt ein paar Tipps, die ich irgendwie gerne mit euch teilen würde. Also hier sind ein paar Dinge, die man beachten sollte oder könnte, wenn man nur mit Cabin Bag unterwegs ist. Let's go! Erstens einmal, wenn man nur mit Cabin Bag reist, ist das Ganze viel günstiger. Es ist viel billiger, grundsätzlich nur mit Rucksack zu reisen, weil gerade bei Billig Airlines zahlt man halt eigentlich vor allem für Gepäck dann viel. Ja, es gibt echt gute Angebote. Es ist teilweise, also mich wundert es immer wieder, wie billig Fliegen mittlerweile ist. Also mir kommt das entgegen, aber trotzdem. Großer Tipp ist natürlich einfach weise einpacken. Das heißt, packt nichts ein, wo ihr wisst, dass ihr es vielleicht eher nicht braucht, beziehungsweise dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ihr das irgendwie in die Hand nehmt. Beispiele dafür sind, keine Ahnung, wenn ihr wisst, dass ihr ziemlich viel vorhabt und dass ihr viel machen werdet an dem Ort, wo ihr dann seid. Vielleicht kann man ein Buch einsparen. Ich meine, wenn ihr lesen wollt, dann natürlich nicht, aber ich habe zum Beispiel oft schon Bücher mitgenommen und dann nicht ein einziges Mal reingeschaut, weil ich einfach keine Zeit dazu gehabt habe. Oder das gleiche mit Laptop. Wenn ihr einen Laptop nicht wirklich braucht, dann es spart euch halt dann doch einiges an Platz und vor allem ist ein Laptop halt irgendwie auch schwer im Rucksack. Gibt's noch überlegt, wie viel Kleidung ihr wirklich braucht. Es gibt zum Beispiel auch so kleine Handwaschmittel, die unter den 110 Millilitern sind. Die könnt ihr euch mitnehmen und dann halt eure Wäsche zum Beispiel waschen. Dann würdet ihr, weiß ich nicht, 1 oder 2 T-Shirts vielleicht sparen. Was ihr noch einsparen könntet, wäre zum Beispiel bei Ladekabeln, wenn ihr einen USB-Anschluss habt, dass ihr das einfach für alles verwendet. Es geht grundsätzlich gut, wenn man sich das ein bisschen einteilt, so mit dem Aufladen und so. Oder auch eine Powerbank mitnehmen. Das spart euch auch einiges an Ladeequipment. Was auch noch, also wenn es bei euch wie bei mir ist und ihr nicht direkt in einer großen Stadt mit Flughafen wohnt, dann wäre es vielleicht angebracht, wenn ihr euch quasi für die Reise zum Flughafen eine Wasserflasche mitnehmt, die ihr dann auch austrinkt. Man darf ja keine Flüssigkeiten durch die Security mitnehmen, aber mein Tipp ist einfach, dass ihr nach der Security dann trotzdem wieder eine Flasche Wasser kauft, weil, sagen wir so, Getränke im Flugzeug bei einer Billigfluglinie kosten meistens was. Also es ist jetzt nicht so wie, weiß ich nicht, bei irgendwelchen großen Fluggesellschaften, wo man automatisch was zu trinken bekommt, sondern man muss eben bei den kleineren Fluglinien, bei den Billigfluglinien meistens dann für Orangensaft oder was auch immer zahlen. Und ich würde das Wasser grundsätzlich im Flugzeug eher nicht trinken. Aber was ihr machen könnt, ist, dass ihr einfach nach der Security dann noch eine Flasche Wasser kauft und die habt ihr dann für die ganze restliche Reise. Ich habe das auf die harte Tour lernen müssen. Ich bin einmal ohne Wasser geflogen und das war halt dann, also auch wenn es nur 1,5 Stunden Flug waren, ich habe dann Vollkopf bekommen, weil ich halt komplett dehydriert war und das wäre irgendwie so ein Tipp von mir. Also Wasserflasche mitnehmen bis vor Security, austrinken, nach Security wieder Wasserflasche kaufen. Was aber interessant ist, was ich lang nicht gewusst habe, ist, dass man Essen grundsätzlich durch die Security mitnehmen darf. Es darf einfach nur nichts Flüssiges sein. Also man kann theoretisch auch Joghurt mitnehmen, glaube ich. Sandwiches oder, keine Ahnung, Müsliriegel oder was auch immer. Ich habe das lange nicht gewusst, aber es ist ihnen eigentlich egal. Solange man nicht, keine Ahnung, 100 Päckchen Zigaretten oder so mitnehmen und das dann schmuggelt. Und dann spart ihr euch auch den Snack im Flugzeug, weil der halt auch meistens, also weil das halt auch meistens eher teuer ist. Die Flora, eine Freundin von mir, die Flora, und ich, wir sind neulich durch Zufall gemeinsam von England nach Wien geflogen und sie hat dann überlegt, ob sie sich Flora. Sie hat sich dann überlegt, ob sie sich ein 10 Euro Panini kaufen soll im Flugzeug. Flora. Ja, also Essen mitnehmen und Wasser nach der Security wieder kaufen. Was auch noch ziemlich einfach ist, das ist jetzt nicht nur für Cabin-Bag-Flüge, sondern generell, ladet euch die Apps von den Fluggesellschaften herunter. Also auf meinem Handy habe ich zum Beispiel Eurowings, EasyJet, Lufthansa, Austrian, Ryanair und irgendwas anderes auch noch. Aber das Coole ist, zum Beispiel bei EasyJet, ich bin nicht gesponsert, aber ich zeige euch das ist einfach. Man kann nämlich dann, also man kann am Handy einchecken und sich dann die Boarding Passes herunterladen und gerade wenn ihr ein iPhone habt, dann könnt ihr das in die Apple Wallet geben und dann einfach, zum Beispiel, ich bin jetzt neulich mit Lauda geflogen, einfach so aufmachen und das ist dann quasi euer digitaler Boarding Pass und ihr spart euch das Ausdrucken. Also ihr haltet das dann einfach so auf diese Scanner hin und es ist vor allem praktisch, wenn man erst, wie bei den meisten Billigfluglinien, so 48 Stunden vorher einchecken kann und keine Zeit hat oder keine Möglichkeit hat, sich irgendwie den Boarding Pass auszudrucken, weil ihr halt irgendwo unterwegs seid. Und wenn man das dann am Handy hat, ja, man verliert es nicht und es ist auch irgendwie
praktischer und man braucht nichts drucken und das ist auch irgendwie besser. Das Einzige, schaut, dass ihr immer genug Akku habt. Ich bin einmal in die Situation gekommen, wo ich glaube ich wirklich befürchtet habe, dass mir der Akku, also dass mir der Strom ausgeht am Handy. Und ich habe dann Gott sei Dank irgendwie über meinen Laptop mein Handy aufladen können ein bisschen, aber es war wirklich knapp und natürlich, wenn ihr keinen Boarding-Pass habt, dann kommt ihr nicht ins Flugzeug. Also das ist irgendwie, also Apps herunterladen, die gibt es einfach normal im Play Store oder im App Store. Das ist einfacher. Ein weiterer Tipp, vor allem bei Kurzstreckenflügen, ist, dass ihr euch eure Musikplaylists herunterladet oder einen Film von Netflix oder so, weil eben bei Kurzstreckenflügen ist es sehr selten, dass es so diese Bildschirme gibt, wo man sich Filme anschauen kann. Bei Langstrecken ist das meistens so, aber Kurzstrecken eben nicht. Und es ist irgendwie dann doch fad, wenn man 1,5 Stunden da sitzt und nur den Motor vom Flugzeug hört. Keine Ahnung, ich finde es einfach immer besser, wenn man Musik hört oder wenn man Filme schauen kann. Genau, also herunterladen oder irgendwie Film schauen im Offline-Modus, wenn es geht. Außerdem könnt ihr euch auch ganz einfach Offline-Spiele herunterladen aufs Handy oder so und das dann halt spielen. Nur wieder, schaut, dass ihr mit dem Akku sparsam umgeht. Weil auch wenn es auf Flughäfen normalerweise eigentlich immer schon Steckdosen gibt zum Aufladen, ihr seid nicht die Einzigen am Flughafen und es werden 100.000 andere Leute auch noch ihr Handy aufladen wollen und das ist dann oft irgendwie stressig. Also ja, genau. Und natürlich Spiele fressen oft ein bisschen Akku. Was auch noch irgendwie ein Tipp von mir ist, dass ihr in Jogginghose travelt. Und zwar nicht nur des Komforts wegen, sondern auch zum Beispiel, wenn ihr dann durch die Security geht und eben euer Handgepäck und was alles mit habt, ist es viel einfacher, wenn ihr das einfach hinlegen könnt und nicht herumtun müsst mit irgendwie, keine Ahnung, Gürtel oder was auch immer runter tun, weil halt Jean hat irgendwie so Knöpfchen drin, keine Ahnung. Ich habe es einfach immer angenehmer gefunden, weil in einer Jogginghose ist nichts Metallisches drin normalerweise. Das ist so ein Komfort-Tipp für euch. Ja. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, dass natürlich eine Jeans im Rucksack grundsätzlich einmal mehr Platz braucht als eine Jogginghose. Das heißt, es wäre natürlich irgendwie vom Platz her besser, ihr würdet die Jeans anziehen zum Fliegen und dann die Jogginghose einpacken. Aber das müsst ihr halt abwägen. Ich persönlich finde in Jogginghose Reisen immer angenehmer. Vor allem, weil es im Flugzeug auch irgendwie bequemer dann ist. Und ja. Was auch noch ein Tipp ist bezüglich Fliegen selber, also ich weiß nicht, wie das bei anderen Leuten ist, aber ich bin oft sehr anfällig für, also dass ich irgendwie mich im Genick irgendwie verkühle oder was und dann halt irgendwie Kopfweh habe oder Verspannungen kriege oder so. Das heißt, ich bringe eigentlich normalerweise immer so einen, normalerweise immer so einen leichten Schal mit, den ich mir dann einfach um den Hals schlinge, damit ich mich vor der Klimaanlage quasi bewahre. Das wäre irgendwie auch. Und der wiegt nicht viel und man kann ihn irgendwie dann im Rucksack gut zusammenknödeln, wenn man ihn nachher nicht mehr braucht. Es ist ein ganz guter Tipp, wenn man irgendwie nichts riskieren will, glaube ich. Also generell, was ihr halt nicht vergessen wollt einzupacken, sind die ganzen Essentials, also so Pass und, keine Ahnung, Führerschein als ID zum Beispiel, dass man nicht immer den Pass dann mitschleppen muss, wenn man mal wohin geht oder so. Handy, Aufladekabel fürs Handy und je nachdem, was ihr halt dann sonst noch an elektronischen Geräten mitnehmt, Kamera, falls ihr habt. Was auch noch gut wäre, wäre halt ein Stift, falls ihr mal wo was ausfüllen müsst, das kommt nun wieder vor. Und dann eben Kopfhörer zum Musik hören. Und E-Card, falls ihr aus der EU seid, für eure Gesundheitsversicherung, Absicherung. Für Frauen unter euch nehmt genügend Tampons und Binden und so mit. Also ich habe das auf die harte Tour lernen müssen. Es braucht zwar viel Platz, aber wenn ihr es braucht, seid ihr froh drum. Nicht so lustig im Flugzeug. Genau, im Flugzeug dann selber, also gerade wenn ihr allein unterwegs seid, ist es halt oft ganz lustig, wenn man dann einfach mit den Nachbarn zu reden beginnt. Also man kann irgendwie so Smalltalk anfangen, so ob das passt mit dem, wie man sitzt oder bla bla. Man kann dann fragen, wie lange der Flug dauert und solche Sachen, so Conversation Starters, einfach so klassische. Das ist irgendwie ganz nett dann immer, wenn man wen zum Reden hat. Was mir einfach am Handgepäckreisen so gefällt, ist, dass man nie fürchten muss, dass man das Gepäck womöglich nicht bekommt, beziehungsweise dass man einfach viel weniger Zeit auf Flughäfen verbringen muss, weil wenn man halt Gepäck abliefert, dann muss man, keine Ahnung, 2 Stunden vorher fix dort sein und dann halt nachher noch ewig lang aufs Gepäck warten und was auch immer. Und das ist halt dann fürs Weiterreisen auch irgendwie ein bisschen schwierig, wogegen, wenn man halt nur den Rucksack hat, dann Rucksack rauf und man geht. Also andere Tipps wären auch noch, dass ihr, wenn ihr in einem Rucksack halt so bestimmte kleine Taschen oder so habt, dass ihr euch immer merkt, wo ihr den Pass und das Handy oder was reintut. Also ich habe zum Beispiel in meinem Rucksack habe ich innen so eine Tasche, wo ich halt dann immer meinen Pass ganz an meinen Rücken quasi hin tue. Das würde ich euch halt auch empfehlen, weil wenn es mal irgendwie dazu kommt, dass man schnell den Pass rausholen muss oder so und dann ist man so, wo ist mein Pass? Dann hat es quasi einen fixen Platz. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie Sinn macht, aber gibt es sonst noch irgendwas?
falls ihr schon mal nur Handgepäck gereist seid und irgendwelche Tipps habt, dann schreibt sie runter in die Kommentare und ich wette, ich habe irgendwas voll Wichtiges vergessen, aber genau, schreibt sie einfach runter und danke fürs Video schauen und wir sehen uns bald. Bye bye!